Servus Leute, heute will ich mal einen extrem filigranen und nur 10 mm starken, abgerundeten Tisch aus Carbonbeton bauen und das wird wieder mal eine richtige Herausforderung. Die Vorlage und die Idee für diesen Tisch stammt von der Firma Paulsberg. Die haben den Tisch vor mehreren Jahren mal gebaut und auch verkauft. Ich glaube, der hat damals so um die 3.000 € gekostet. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, aktuell gibt es ihn nicht mehr zu kaufen. Aber was ich noch ganz genau weiß, ist, dass ich es damals kaum glauben konnte, dass sowas abgerundetes und vor allem ja sowas Filigranes aus Beton hergestellt sein kann. Und deswegen will ich jetzt mal schauen, ob ich das mit meinen Skills und mit meinen einfachen handwerklichen Mitteln hier auch hinbekommen. So, legen wir los. Lang genug rumgeredet. Fangen wir an. Zuerst habe ich wie immer mit der Schalungsform begonnen und die ist bei diesem Projekt gar nicht mal so einfach herzustellen, weil die Form nicht nur extrem filigran, sondern auch noch gebogen ist. Auf den zugeschnittenen Spanplatten habe ich mir zuerst mit einem Zirkel die Rundungen angezeichnet und die Form dann mit der Stichsäge ausgeschnitten. Ich habe hier ein spezielles Sägeblatt für saubere und feine Schnitte verwendet, weil bei beschichteten Spanplatten hat man immer das Problem, dass die Lackschicht ziemlich leicht abplatzt. Und mit diesem Sägeblatt hier, das seht ihr ja, da hält man eine saubere Schnittkante. Die Sägeblätter, die verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Für die Schalung benötigen wir zwei komplett gleiche Seitenteile und daher habe ich mir die Umrisse dann auch gleich auf die andere Platte übertragen. Ja, ihr wisst ja, mit der Stichsäge kann man nicht hundertprozentig genau schneiden und daher habe ich mir die beiden Seiten zusammengeschraubt und habe sie nochmal über den Bündigfräser laufen lassen. Und danach waren dann beide Seitenteile exakt gleich. Mit den äußeren Schalungselementen bin ich soweit fertig. Das hat ganz gut funktioniert, aber jetzt geht es deutlich anspruchsvoller weiter, weil jetzt braucht man nämlich hier die Innenfläche und die muss hier gebogen sein. Ja, dazu wäre natürlich Biege-MDF optimal, aber die Preise von Biege-MDF, die sind ja abartig und deswegen werde ich heute mal versuchen, mir das selber herzustellen. Mal schauen, ob es funktioniert. Früher habe ich dafür immer Blech verwendet, aber Blech, ja, das war früher schon nicht optimal. Deswegen probieren wir es heute mal so. Muss ja auch nicht komplett elastisch sein, sondern nur an den äußeren Seiten, wo dann die Biegungen sind. Und deswegen werden wir uns dann auch nur die Teile biegbar machen. Das andere bleibt steif. Ich habe jetzt gerade noch kurz überlegt, ob ich es mit der Oberfräse oder mit der Handkreissäge machen soll. Aber ich denke, mit der Handkreissäge bin ich deutlich schneller. Bei meiner Handkreissäge habe ich die Schnitthöhe so eingestellt, dass von der 16er MDF-Platte noch ca. 2 mm stehen bleiben. Und dann habe ich in einem Abstand von 5 mm immer eine Kerbe gesägt. Ich denke, die 5 mm sind ausreichend, weil ist natürlich klar, je mehr Schnitte man hat, desto flexibler wird nachher auch die Platte. So, mit dem Sägen bin ich durch. Zum Glück, das MDF lässt sich zwar gut verarbeiten, aber der Staub, der ist ekelhaft, der ist so fein, der setzt sich überall ab, die ganze Werkstatt ist eingestaubt, ich auch. Jetzt schauen wir mal, ob wenigstens mein System des Biege-MDF funktioniert. Jo, und ich würde sagen, das passt. Dann bauen wir uns die Schalung mal zusammen. Das funktioniert. Damit die MDF-Platte an den Rundungen auch eine Auflagefläche hat, habe ich mir an der Kappsäge kleine Holzstücke zurechtgeschnitten und die habe ich dann mit Heißkleber entlang der Rundung fixiert. Und dann habe ich die einzelnen Schalungselemente, also die Bodenplatte und die Seitenteile, mit Schrauben montiert. Mit der Schalung bin ich soweit fertig. Das Zusammenbauen war jetzt allein ein wenig tricky. Ja, zu zweit wäre es deutlich einfacher gewesen, aber es hat funktioniert. Ich will jetzt auf die Oberfläche, dass wir nachher auch Sichtbeton haben, noch eine dünne Folie aufkleben. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ob ich nicht die Rillen hier noch spachteln soll, weil es kann sonst sein, dass die Rillen ganz fein durchdrücken und dass man das dann auf dem Sichtbeton sieht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist, aber ich spachtel es jetzt, gehe auf Nummer sicher, das ist jetzt keine große Arbeit mehr. Zum Verspachteln habe ich hier eine Holzspachtelmasse verwendet. Damit hat es aber nicht wirklich gut funktioniert, muss ich sagen, weil die Spachtelmasse ziemlich grobkörnig war. Also ja, die hat sich nicht wirklich gut verarbeiten lassen. Beim nächsten Mal würde ich da wahrscheinlich eher MDF-Spachtel verwenden. Der ist deutlich feiner und damit wird es dann wahrscheinlich auch besser funktionieren. Ich habe mir hier jetzt noch so eine PE-Folie besorgt. Die kommt jetzt noch auf den Schalungsboden drauf und dann haben wir später auch richtig schönen glatten Sichtbeton. Ja, die habe ich mir schon mal zurechtgeschnitten, die gibt es als Meterware in jedem Baumarkt. Und die lässt sich auch recht angenehm verlegen. Wie immer habe ich dann an den Stößen auch wieder eine Silikonfuge angebracht, dass dann später kein Wasser unter die Folie laufen kann und die Betonkanten auch leicht abgerundet sind. Wie man da vorgeht, da werde ich jetzt heute nicht mehr groß drauf eingehen, das habe ich euch ja schon in anderen Videos ausführlich erklärt.
Jo, jetzt kommen wir zum besten Teil bei dem Projekt, nämlich zum Betonieren. Aber das wird diesmal eine ganz schöne Herausforderung, weil das Teil nämlich echt filigran ist. Drückt mir die Daumen, dass es was wird. Jetzt tun wir uns erstmal den Mörtel anmischen. Den Mörtel habe ich mir selber angemischt aus Zement, Sand, Quarzsand, Mikrosilica, schwarzen Farbpigmenten und Glasfasern. Ja, und für die richtige Konsistenz habe ich hier diesmal ein Fließmittel mit plastifizierender Wirkung verwendet und dadurch wird der Beton nicht flüssig, sondern knetfähig. Die richtige Konsistenz, die ist hier wirklich entscheidend, weil der Mörtel muss ja später auf der glatten vertikalen Oberfläche auch haften bleiben. Und wenn die Mischung dann nicht stimmt, ja, dann hat man später beim Betonieren ein extremes Problem. Der Mörtel wird dann Schritt für Schritt in einer Feinschicht auf die Oberfläche aufgetragen, festgedrückt und dadurch dann auch gleich verdichtet. Ja, die Technik, die wird auch als Laminieren bezeichnet, weil man hier in mehreren Schichten arbeitet und an den Vertikalen, da ist es wie gesagt etwas tricky. Ihr seht schon, da hätte der Mörtel ruhig ein bisschen klebriger sein können, aber zum Glück hat es gerade noch so funktioniert. Das Laminieren sieht jetzt hier im Video so locker, flockig und einfach aus, aber ich sage euch, in Wirklichkeit, da ist es eine ganz schöne Plackerei. Zur Armierung habe ich heute das erste Mal mit Carbon gearbeitet. Ja, Carbon ist ein ziemlich leichter, extrem belastbarer, aber auch ziemlich teurer Werkstoff. Ich habe jetzt für 2 Quadratmeter 120 € bezahlt und das ist natürlich schon ein stolzer Preis. In der Vergangenheit habe ich zur Armierung immer so Armierungsgewebe aus Kunststoff verwendet. Das funktioniert auch, aber die Belastbarkeit von Carbon ist natürlich nochmal deutlich höher als bei normalem Kunststoffgewebe. Und da das Carbongewebe deutlich stärker und steifer ist als das Kunststoffgewebe, lässt sich es auch einfacher verarbeiten, weil es eben seine Form behält. Das Carbongewebe habe ich dann in die Schalungsform eingelegt, in den Beton eingearbeitet und dann habe ich gleich noch eine weitere Schicht Beton aufgetragen, bis die Schalungsform dann bis zur Oberkante gefüllt ist. Man muss dann halt schauen, dass man die Oberfläche möglichst glatt und gleichmäßig hinbekommt und es ist gar nicht mal so einfach. Ich habe es einigermaßen gut hinbekommen, würde ich sagen. Ja, und es wird ja später dann auch noch geschliffen. So Leute, mit dem Betonieren bin ich fertig. Zum Glück, das war jetzt mehr Arbeit als gedacht, aber soweit bin ich noch ganz zufrieden. Mal schauen, wie es dann morgen beim Ausschalen aussieht, ob es so bleibt. Ich bin gespannt. Ich stecke jetzt den Beton zur Nachbehandlung noch ab, dass das Wasser nicht so schnell verdunsten kann und dann sehen wir uns morgen wieder zum Ausschalen. So, 2 Tage sind vergangen, dann schauen wir mal, wie der Beton aussieht. Jo, ich würde sagen, der ist ausreichend ausgehärtet, dann können wir mal mit dem Ausschalen beginnen. Bei solchen filigranen Bauteilen ist das Ausschalen noch mal um einiges spannender als bei normal gegossenen Betonteilen, weil man noch weniger einschätzen kann, wie die Oberfläche dann aussehen wird. Ja, schauen wir mal. Also mit dem Ergebnis bin ich echt top zufrieden, muss ich sagen. Alles schön glatt. Ich habe jetzt hier an den Kanten noch ein paar kleine Fehlstellen. Da habe ich mir noch einen ganz feinen Reparaturmörtel angemischt. Und ja, das werde ich dann noch glatt schleifen und dann müsste das Ergebnis top sein. Die Betonoberfläche hat durch die verwendete Folie einen starken Glanz. Man kann sich in der Oberfläche fast schon spiegeln. Das wollte ich bei diesem Tisch nicht haben. Deswegen habe ich die Oberfläche noch mal leicht angeschliffen mit einem Betonschleifschwamm. Und ja, dadurch erhält der Beton dann eine leicht matte Optik und ist aber trotzdem noch komplett glatt. Wie beim originalen Tisch auch, wird mein Tisch auch unten noch eine Ablagefläche aus Holz bekommen, weil sonst sieht das Ganze ein wenig nackt aus und ich finde sowieso, Holz und Beton ist immer eine super Kombination, also das passt echt super, weil ein gewisser Kontrast da ist. Ja, das Brett habe ich mir hier schon mal vorbereitet. Die Eichenholzbretter habe ich erst einmal auf die passenden Maße zugeschnitten, dann habe ich sie durch meinen dicken Hobel durchgejagt, auf 20 Meter runtergehobelt und dann habe ich die Bretter ja wie üblich miteinander verleimt. Das hat ganz gut funktioniert. Danach habe ich dann die Oberfläche noch bis 240er Korn heruntergeschliffen und geölt. Und ihr seht schon, mit dem Öl kann man aus dem Eichenholz noch mal einiges rausholen. Die Maserung und die Farbe kommen damit echt super zur Geltung. Also ich bin mit dieser Platte echt top zufrieden. Und die müssen wir jetzt natürlich irgendwie mit dem filigranen Betonteil verbinden. Und es ist gar nicht mal so einfach. Also da habe ich mir schon einige Gedanken gemacht, wie ich da vorgehe. Schauen wir mal. Ich werde da übrigens ein wenig anders vorgehen wie beim Original. Ich werde nämlich mit Dübeln arbeiten und ob das eine gute Idee ist, werden wir gleich sehen. Das probieren wir jetzt mal.
Ich zeige mir jetzt hier erstmal die Höhen an. 3 Punkte, die werden dann vorgebohrt und da kommen dann die Dübel rein. Zum Bohren verwende ich so einen Fliesenbohrer hier. Damit lässt sich ziemlich fein und auch ziemlich genau bohren, weil der hochfeste Beton ist natürlich ziemlich hart. Jo, das schaut sauber aus. Super, echt super. So Freunde, jetzt sieht die Sache doch schon mal ganz gut aus. Ich habe mir den Holzboden jetzt hier schon mal reingelegt. Auf die Stirnseiten habe ich noch Klebepunkte aufgetragen, sodass es dann fest fixiert ist. Und die Höhe, ja, die habe ich mir hier mit Styropor unterfüttert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Bohrung im Holz anbringen und dann können wir die Dübel montieren. Zum Bohren muss ich natürlich jetzt hier einen Holzbohrer verwenden. Das ist natürlich im Beton nicht optimal, aber ja, ist ein alter Bohrer, der fliegt danach eh weg. Den muss ich jetzt für das Projekt opfern. Ich habe jetzt hier an den Stößen zwischen Beton und Holz noch eine minimale Fuge, weil man mit Beton natürlich nicht auf einen Millimeter genau arbeiten kann. Und ich bin schon froh, dass ich das jetzt so hinbekommen habe. Also ich finde, es sieht gut aus. Also mein Tisch sieht vielleicht nicht ganz so perfekt aus wie das Original, aber ich muss sagen, dafür, dass ich den jetzt mit einfachsten handwerklichen Mitteln hergestellt habe, bin ich trotzdem echt zufrieden. Und jetzt wollt ihr bestimmt auch noch wissen, was so ein Tisch aushält. Da zeige ich jetzt mal ein Video, was ich vor ein paar Jahren schon mal gedreht habe. Da habe ich nämlich mit einem ähnlichen Tisch, der statisch jetzt nicht so ja, kompliziert war, mal einen Test gemacht. Und den zeige ich euch jetzt mal. Ihr werdet mit Sicherheit erstaunt sein. So, also habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Und der Tisch, der da getestet wurde, das war ja auch nur ein Armierungsgewebe aus Kunststoff. Und das hier ist ja Carbon. So, für heute wären wir dann durch. Ich zeige euch jetzt mal noch ein paar Bilder von dem fertigen Tisch und verabschiede mich aber schon mal von euch. Ich hoffe, dass ihr demnächst wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Ciao.